Es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit, da lebte in einem großen Wald ein kleiner Mann. Er war der Wildhüter und der Förster. Und, um ganz ehrlich zu sein, außer ihm war überhaupt gar niemand da, der sich im Wald um alles kümmerte. Und in einem großen Wald gibt es schließlich immer irgendetwas, um das man sich kümmern muss, oder? Er beobachtete die Bäume und achtete darauf, dass sie nicht zur Seite oder gar nach unten wuchsen, sondern geradewegs der Sonne entgegen. Er kümmerte sich darum, dass die Nahrungskette von allen genau eingehalten wurde. In diesem Punkt verstand er nämlich überhaupt keinen Spaß. Er hielt die Ameisenstraße frei, sodass die Ameisen stets pünktlich zu ihrer Arbeit kamen. Wenn es von einer Tierart eins zu viel gab, oder wenn der kleine Mann den Eindruck hatte, es gäbe eins zu viel, dann ging er hinaus und knallte eins ab. Bestimmt hätte das arme Ding bald hungern müssen, Pflegte der kleine Mann dann zu sagen. Der Name des kleinen Mannes war Flinte. Flinte lebte in einer Hütte im Wald, gemeinsam mit seinem ältesten und einzigen Freund Kloppe. Kloppe war ein alter Hütehund und besaß eine unglaubliche Spürnase, die Flinte schon oft aus der Patsche geholfen hatte, wenn der sich mal wieder gekümmert hatte. Überdies genoss Kloppe das Vertrauen der Tiere, und so erfuhr Flinte es immer sofort, wenn sich draußen im Wald irgendetwas veränderte. Ansonsten war Kloppe zufrieden, wenn er irgendwo liegen konnte, wo man nicht allzu oft auf ihn trat. Rundum im Wald jedoch lebte eine kunterbunte Schar der erstaunlichsten Tiere und Pflanzen. Da waren zum Beispiel die Sandemanns, eine kleine Tausendschläferfamilie. Tausendschläfer schlafen etwa 23 Stunden am Tag und sind in der übrigen Zeit meist mürrisch und reizbar. Ein junges Sumpfgurkenpärchen, das zu jener Zeit in Trennung lebte. Sie waren beide furchtbar eifersüchtig, obwohl keiner von beiden je eine andere Sumpfgurke zu Gesicht bekommen hatte. Die geschwätzigen Feuersalamander aus Übersee waren mit allen gut Freund, denn sie erzählten spannende Lügen von fremden Kontinenten und die anderen Tiere lauschten und staunten stundenlang. Wolfgang behauptete von sich, das Ende der Nahrungskette zu sein. Die anderen Tiere mieden Wolfgang, weil er immer nur über sich redete. In Wahrheit waren die gefürchtetsten Jäger im Wald der schreckliche Blutfink und seine zahlreiche, stets hungrige Nachkommenschaft. Und dann waren da noch Schnulli und Pulli, zwei lustige Aussteiger aus der Stadt. Die zwei lebten unter freiem Himmel und jedes Tier des Waldes konnte sich von ihnen streicheln lassen. Die anderen Tiere mochten Schnulli und Pulli, weil sie nichts wegwarfen und weil sie die Ängste und Nöte der Tiere kannten. Nur ihren Geruch mochten die anderen Tiere nicht so gerne. Darüber hinaus lebten noch unzählige andere Geschöpfe im Wald und Flinte hatte das Gefühl, sich um jedes einzelne von ihnen kümmern zu müssen. Einmal war ein kleiner Pilz mitten auf einer Lichtung gewachsen, da wo sonst nie Pilze stehen. Natürlich hatte Kloppe gleich gepetzt und Flinte spürte, dass er sich darum kümmern musste. Du kannst hier nicht wachsen, kleiner Pilz. Die Sonne wird dich austrocknen und der Wind wird dich forttragen. Im Schatten des Baumes bei den anderen Pilzen, da musst du stehen, sagte Flinte zu dem kleinen Pilz. Aber die Sonne ist schön und der Wind ist mein Spielkamerad, Gab ihm der kleine Pilz trotzig zur Antwort. Ach, Schnickschnack. Rief Flinte, denn eigentlich wollte er gar nicht wissen, was der kleine Pilz dazu dachte. Am nächsten Morgen stand der kleine Pilz im Schatten des Baumes und war von den anderen Pilzen nicht mehr zu unterscheiden. Da war Flinte sehr zufrieden und sagte sich zum 823. Mal, dass ohne ihn im Wald wohl alles drunter und drüber gehen würde. Vielleicht hätte Flinte anders darüber gedacht, wenn er gewusst hätte, dass noch jemand in seinem Wald umging. Jemand, dessen Anwesenheit sogar Kloppes Spürnase verborgen geblieben war. Was umso erstaunlicher anmutete, da sie den Wald weit länger ihr Zuhause nannte als jedes andere Geschöpf. Es war die wunderschöne Fee Gaia Poppaea.
Tag und Nacht durchstreifte Gaia den Wald und berauschte sich am Leben. Sie lauschte dem Wind, der durch die Zweige fuhr. Sie spielte mit den Strahlen der Sonne Verstecken. Und manchmal sah sie einer Spinne beim Schlafen zu. Wenn im Wald ein neues Leben geboren wurde, was nicht gerade selten passierte, dann war Gaia Popeia stets die Erste, die erschien, um den Neuling willkommen zu heißen. Und wenn im Wald ein Leben endete, ganz gleich wie kurz oder lang es gewesen war, dann war es immer Gaia Popeia, die sich als Letzte verabschiedete. Und sie tat es ganz ohne Traurigkeit. Die Dinge, die Gaia Popeia traurig stimmten, waren von anderer Natur. Wenn sie beispielsweise eine Blüte sah, die an diesem Tag noch niemand beachtet hatte, dann fand sie stets die Zeit, das arme Ding ein Weilchen zu bestaunen. Wenn der Winter hereinbrach, tanzte Gaia Popeia mit den ersten Schneeflocken, bis sie müde wurde und einschlief. Schon komisch, dass sie Flinte und Kloppe nie aufgefallen war, aber in einem Wald ist schließlich fast alles möglich. Eines schönen Morgens kam ein neues Tier in den Wald, eins von einer Art, wie es keiner der Waldbewohner jemals gesehen hatte. Es war der schwule Puma, den die Suche nach einem gemütlichen Plätzchen, an dem er seinen Lebensabend verbringen könnte, in Flintes Wald verschlagen hatte. Wie? Warum er der schwule Puma genannt wurde? Nun, vermutlich, weil er rosa war und weil er sich mal in einen Kerl verliebt hatte. Unser lieber Kloppe machte gerade seinen täglichen Kontrollrundgang, als er den Fremden bemerkte. Natürlich lief er gleich zu seinem Freund Flinte, um ihm davon zu erzählen. Flinte war außer sich. Ein Puma? Hier in meinem Wald? Niemals. Dann bekommt der Nahrungskreislauf ja eine Unwucht. Tobte Flinte und nahm seinen Revolver. Und ein Schwuler obendrein. Das geht doch nicht. Hier leben schließlich Kinder im Wald. Flinte war entschlossen, den fremden Kater Moris zu lehren und machte sich gleich auf die Suche. Kloppe begleitete ihn natürlich. Indes war auch den anderen Waldbewohnern die Ankunft des Fremden nicht verborgen geblieben. Gaia Popeia hatte sich für diesen Tag mit Ludger, dem Feuersalamander, verabredet, um gemeinsam ein bisschen Zeit zu verplempern. Sie spielten Doktorspiele, wie sie es meistens taten, aber eigentlich hatte Ludger heute gar keine Lust auf Doktorspiele. Viel lieber hätte er von der Fee alles über den Neuankömmling erfahren, traute sich aber nicht recht zu fragen. Der schwule Puma ist ein ulkiges Kerlchen. Hoffentlich bleibt er hier und geht nicht wieder, sagte er schließlich. Die kleine Fee war darüber ziemlich erstaunt, denn bekanntlich haben Pumas kleine Salamander zum Fressen gern. Das haben doch alle. Die Blutfinken und die alte Eule, die Wolpertinger, der Klapperstorch und die hinterlistigen Bausparfüchse. Sogar der doofe Wolfgang stellt uns manchmal nach. Gaia Popeia fand das alles nicht sehr überzeugend. Immerhin, so wandte sie ein, könne eine Gefahr mehr, genau eine Gefahr zu viel sein. Wo soll er denn leben? Wenn nicht hier im Wald. Kaum hatte Ludger das gesagt, da wurde es unglaublich warm im Bauch der kleinen Waldfee. Nie zuvor hatte sie etwas Schöneres gehört als diese arglosen Worte des kleinen Salamanders. Gaia Popeia war glücklich und sie hatte eine Idee. Und sie wusste auch, dass sie sich sputen mussten, denn viel Zeit würde ihnen nicht bleiben. Sie besuchten die Tiere des Waldes, eines nach dem anderen, um deren Meinung zur Ankunft des schwulen Pumas zu erfahren. Waldemarie, das Sumpfgurkenmädchen, war die Erste. Er sieht nett aus. Dass er schwul ist, macht mir nichts aus. Es sei denn, er macht sich an Waldfried ran. Ich habe nämlich den Verdacht, der ist es auch. Waldfried war Waldemaries Geliebter, mit dem es, ich erwähnte es eingangs, zu jener Zeit gerade nicht so gut lief. Vielleicht endlich mal einer, der Kosmopolit genug ist, um für meine komplexen Gedankengänge aufgeschlossen zu sein. Der gehört hier nicht hin. Wir wollen doch mal nicht vergessen, dass der Puma zu den natürlichen Fressfeinden des Tausendschläfers gehört. Außerdem passt er farblich nicht her. Papa hat keine Ahnung. Der hat genau die Farbe, die uns im Wald noch gefehlt hat. Bei den Sandemanns war man, wie stets, geteilter Meinung.
Nur ein Geschöpf auf dieser Welt ist noch flauschiger als ein Puma. Ein schwuler Puma. sagte Schnulli, die, da waren sich alle Tiere einig, noch besser streichelte als ihr Freund Pulli, Wenn der Puma nicht bleibt, dann ist das für diesen Wald eine Tragödie. fügte Schnulli hinzu. Würdest du bitte damit aufhören? Das ist total albern. Tut mir leid, Schnulli. Er könnte unten am Bach wohnen. Da sind die besten Bedingungen für einen Puma. Ja, das sehe ich genauso. Manchmal denke ich, dass Flinte sich viel mehr um seine eigenen Dinge kümmern sollte. Ja, das sehe ich genauso. Es war allerhöchste Zeit, dass mal ein neuer Geschmack in diese Gegend kommt. Ich weiß gar nicht, ob man Pumas essen kann, aber das gehört definitiv angetestet. Ich beurteile andere nicht danach, wen sie lieben, sondern ob sie lieben. Darüber hinaus gehört der Wald natürlich allen. Und es kam, wie es kommen musste. Flinte und Kloppe hatten den schwulen Puma aufgespürt und Flinte stellte ihn zur Rede. Kehr um, schwuler Puma, und geh dorthin zurück, woher du gekommen bist. In diesem Wald ist kein Platz für dich. Der arme Puma erschrak sehr und wusste nicht gleich, was er Flinte erwidern sollte. Da hörten sie plötzlich aus dem Wald eine Stimme. Stimmt doch gar nicht. Unten am Bach ist doch noch reichlich Platz. Genau, seit du dich um die Biber gekümmert hast, wohnt doch da keiner mehr. Sehe ich genauso. Es waren Ludger, der Feuersalamander, Schnulli und all die anderen, die gekommen waren, um Flinte ihre Meinung zu sagen. Aber er passt farblich nicht her. Da hat er recht. Ist das überhaupt ein richtiges Tier? Ich finde ihn toll. Und gefährlich ist er auch nicht. Man sieht ja immer, wo er ist. Aber er ist schwul. Hier leben noch Kinder. Was denn für Kinder? Meinst du etwa mich damit? Er wird den Nahrungskreislauf stören, besonders wenn er sich vermehrt. Geht doch gar nicht. Er ist doch schwul. Schnickschnack. Rief Flinte wütend, denn mittlerweile kamen ihm die Tiere fast ein wenig aufmüpfig vor. Denkt ihr eigentlich, ich mache das alles für mich? Mich um euch zu kümmern und um den Wald? Ich bin 29 und sehe aus wie ein alter Mann. Meine besten Jahre habe ich euch geopfert. Die Waldbewohner schwiegen, denn im Moment war ihnen nicht ganz klar, was Flinte ihnen eigentlich sagen wollte. Aber wenn ihr lieber mit dem schwulen Puma leben wollt, bitte. Dann werden ich und Kloppe hier wohl nicht mehr gebraucht. Aber wenn die Ameisen bald nicht mehr pünktlich zur Arbeit kommen und die Bäume sonst wohin wachsen, beschwert euch nicht bei mir. Flinte zögerte einen Augenblick und war gespannt, ob ihn wohl jemand aufhalten würde. Susi Sandemann war die Erste, die die richtigen Worte fand. Wenn du willst, zeige ich dir, wo die Biber gewohnt haben. Sagte sie zu dem Puma. Flinte wandte sich um und stampfte zornig von dannen. Komm, Kloppe, bei Fuß. Bellte Flinte im Weggehen. Aber Kloppe kam nicht. Der hatte nämlich den Eindruck gewonnen, dass die Waldbewohner im Moment Oberwasser hätten. Kloppe hatte sein ganzes Leben auf der Seite derer gestanden, die gerade Oberwasser hatten. Und ihm fiel kein Grund ein, warum er das jetzt ändern sollte. Als Flintes Schritte verhallt waren, hatten ihn einige der Tiere schon vergessen. Manche Tiere, müsst ihr wissen, vergessen nämlich ziemlich schnell. Flinte verließ voller Wut zuerst seine Hütte und dann den Wald und machte sich auf die Suche nach dankbareren Zeitgenossen. Die übrigen Waldbewohner machten wieder das, was sie immer gemacht hatten, nur dass sie jetzt einen neuen Freund dazu gewonnen hatten. Die Sandemanns zogen mit Sack und Pack in Flintes alte Hütte ein, die sie sehr behaglich fanden. Aber schon nach kurzer Zeit wurde ihnen klar, dass man sich in einer Hütte noch viel öfter streitet als unter den Sternen. Und sie zogen gleich wieder aus. Natürlich hatten alle ein bisschen Angst, dass es im Wald bald drunter und drüber gehen würde. Aber das passierte nicht. Stattdessen stellte sich heraus, dass die Bäume immer noch der Sonne entgegenwuchsen, anstatt nach unten oder zur Seite. Und das, obwohl sich niemand darum gekümmert hatte. Auf der Ameisenstraße, die ja jetzt nicht mehr geräumt wurde, kam es zunächst tatsächlich zu einigen Verzögerungen und Rangeleien. Aber nach ein paar Wochen stellten die Ameisen überrascht fest, dass sie selbst über eine ganz erstaunliche Körperkraft verfügten.
Von diesem Tag an hielten die Ameisen ihre Straße einfach selber frei. Als die Waldbewohner dies bemerkten, vergaßen auch die Letzten unter ihnen, dass es Flinte jemals gegeben hatte. Und Flinte? Nun, dies ist eine andere Geschichte und soll, wenn überhaupt, zu einem anderen Zeitpunkt erzählt werden.